zeige ich euch, wie ich mir die Haare wasche. Dafür entfernen wir, legen wir die Hände mal zur Seite und nehmen uns ein Haarshampoo. Warte mal. Zuerst machen wir uns die Haare nass. Zuerst brauchen wir ein Handtuch. Das binden wir uns um den Nacken und um den Hals, damit die restliche Kleidung nicht nass wird. Okay. Uiuiui, da erstickt man fast. Als nächstes machen wir uns die Haare nass, und zwar gründlich. Das Wasser sollte nicht zu warm sein. Der Grund hierfür ist, die Kopfhaut bevorzugt ohnehin kühleres Wasser. Außerdem bei kühlem Wasser, da wird der Kopf angeregt, dass mehr Haare auf dem Kopf eben nachwachsen. Um den Kälteverlust kompensieren zu können, regt der Kopf dadurch an, eben Kopfhaare nachwachsen zu lassen. Also damit sich keine Glatze bildet. Funktioniert aber auch nicht immer. Es ist mehr oder weniger auch genetisch bedingt, ob man jetzt Glatze bekommt oder nicht. Frauen sind in der Hinsicht ohnehin seltener davon betroffen bei Glatzenbildung. Und dann okay. Und wenn wir die Augen wieder aufbekommen halten, dann ist jetzt die Zeit gekommen, uns mit dem Shampoo einzucremen. Mache so wie ich, auf beiden Händen verteilen und dann hinten und oben beginnen. Schön gut einmassieren. Wie lang? Vielleicht dann 2 Minuten. Okay. So. Und jetzt einfach einwirken lassen. In der Zwischenzeit können wir uns die Haare, die Hände vom Schaumresten, Duschgel befreien. Duschgel können wir in der Zwischenzeit auch zur Seite stellen. Jetzt etwas warten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das müsste reichen. Ach ja, genau. Zum Ausspülen verwenden wir diesmal eiskaltes Wasser, wirklich eiskalt. Wegen der Kopfhaare, die sollen ja nachwachsen und keine Glatzen bilden.
zweite Schiene. Eiskalt. Oh, das reicht. Oh Mann. Ich krieg da immer Kopfschmerzen von diesem Eisbad auf dem Kopf. Ei. Schön mit den Händen aufwärmen. Oh Gott. Nun fühlt es sich angenehm frisch an. Nicht mehr zu Eis eingefroren. Schön erfrischend. Oh Gott, ist das kalt. Ach ja, genau. Vor den Kopfschmerzen sollte ich euch warnen. Bei diesem Eisbad für die Kopfhaut. Wenn ihr wirklich eiskaltes Wasser verwenden solltet, also bis zum Anschlag auf eiskalt zu stellen. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, den Kopf trocken zu legen. Die gesunde Variante ist natürlich mit dem Handtuch trocken zu rubbeln. Das machen wir so. Und natürlich so. Ja, so wird das was. Nur so machen es die Profis. Weicheier, denen das zu anstrengend ist, die verwenden natürlich einen Föhn, einen handelsüblichen Föhn. Nun noch eine Steckdose. Und hier haben wir auch schon eine. Nun, es gibt zwei Arten. Auch hier einen Luftkomprimierer, also dass die gebündelte Heißluft komprimiert wird durch diesen schmalen Schlitz. Für gezieltes Trocknen geht auch schneller zum Föhnen. Und wir können den Aufsatz natürlich auch abnehmen. Wir haben hier Hitzestufe 1, 2 und 3 und die Beschleunigung des Luftausstoßes 0, 1 und 2. Und ich habe hier sogar einen Kühlknopf, damit nur kalte Luft rauskommt. Eben wäre wahrscheinlich auch besser. Nee, Erkältungsgefahr wäre da mit inbegriffen. Probieren wir mal. Versuchen wir es ohne den Aufsatz. Ich habe es draufgesteckt einmal, aber es runterzubekommen ist auf einmal enorm unmöglich. Oh Mann, da geht mir der ganze Film drauf. Ach so, man zieht ihn ab.
Nun haben wir den Föhn pur. Ich versuche mal den Kühlknopf. Also dafür dürfen wir nur die Luftbeschleunigungsstufen verwenden. Ist aber immer noch warm. Und nun kombiniert mit dem Kühlknopf. Ganz ehrlich, dieser Kühlungsknopf bringt kaum einen Unterschied. Also ich würde euch empfehlen, weiterhin die Haare entweder mit... es gibt eigentlich 3 Varianten. Lufttrocknen, Handtuch oder eben mit dem Föhn. Ich empfehle euch eine Kombination mit dem Handtuch zu trocknen, und wenn die Haare dadurch immer noch nicht trocken sind, lassen wir die restlichen Haare an der Luft trocknen, aber auf keinen Fall mit einem Föhn. Ist nicht gut für die Haare. Nun wieder zur Aufsteckbürste. Ich sagte euch ja, dass ich die mal raufgegeben hatte, und es war wirklich nicht einfach. Oh, ging jetzt aber doch schneller als gedacht. Also für die Luftkompressoren sollte man wohl immer einen Hammer bereithalten, einen Gummihammer, sonst geht uns dann noch was zu Bruch. Das war's, so einfach kann man sich die Haare waschen und dabei auch noch trocken bleiben und sich die Haare föhnen. Das war's dann, bis zum nächsten Mal.